Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und über dieses Modell wollen wir uns jetzt unterhalten. Es ist wieder eine Eisenbahn. Jo. Und zwar ist es eine Eisenbahn von der Firma G-Star, und zwar die 59001 mit 560 Teilen mit dem Namen TH10 Steam Train. Der klammergebundene Anleitung. So sieht das gute Stück aus. So von hinten. Ja. Oben nochmal die Eisenbahn zu sehen. Ja. Wir haben 38 Seiten mit 85 Bauschritten in 2 Bauabschnitten. Und das, was schon gebaut worden ist, ist ausgegraut. Und das, was zu bauen ist, ist in Vollfarbe. So, das ist im Groben Ganzen das, was bei der anderen, die ich die Tage vorgestellt habe, von der G-Star, die 5902, gleich. Jetzt kommen einige Änderungen. Und zwar einmal, wie beim letzten Mal auch, eine Lokomotive, ein Tender. Bei der anderen waren 2 Personenwaggons. Hier ist ein Güteranhänger. Nächster Unterschied ist, diese hier haben Magnetkupplung und sind vollkommen mit allen anderen kompatibel. Mit dabei ist dieser Schienenstrang. Übergeblieben sind diese Teile hier. Ja, also das heißt, haben wir diese beiden. Da haben wir jetzt nochmal 2 Gummi. Und diese beiden Teile. Wobei die hier zur Fixierung beim Anfang des Baus benutzt werden. Danach sind sie über. Sind aber in dem Sinne schöne Teile, die man wieder verwenden kann. So. Es gibt über dieses Modell schon 1, 2 Videos. Und es kommt immer wieder auf dasselbe hinaus. Da bin ich wahrscheinlich nicht anders. Das hier ist Schrott. Ja, das hier ist gut. Das hier, der Anhänger, hat gute Teile. Er sieht doch optisch gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Da hat die Magnetkupplung. Ja. Innen ist er auch schön. Nur von unten hat der starre Achsen. Das sind zwar schöne und begehrte Bauteile, aber damit fahren wir nicht um eine Kurve herum. Das heißt, sobald ich ihn hier aufsetze und hier in die Kurve, entgleist er. Entweder man lässt den weg oder man baut aus einem 2 mit jeweils einer Achse oder man verkürzt nur eine. Denke mir, dann ist es wieder möglich, den auch zu nutzen. Ja, okay. Ersatzmagnetkupplung hat man nicht, aber vielleicht hat man die. So. Er ist dabei. Ich messe ihn noch. Ja. So, da ist Platz. Jetzt zu der Eisenbahn. Hier auf den Antriebsrädern sind sogar Gummis drauf, die den Schlupf regeln sollen. Das sagt uns, dass diese Lok vielleicht sogar motorisiert werden könnte.
Und zwar, wegen Sie so, hiermit. Der Tender, wie gesagt, auch Magnetkopplung. Der Tender ist genau so breit, dass man hier eine Antriebseinheit statt diesen beiden Aufhängungen benutzen kann. Der Kasten, da passt eine Akkubox rein und man kann diesen Deckel abnehmen. Das zeige ich gleich. Als erstes schauen wir uns das gute Stück mal an. Wir sehen dort einen wunderschönen Print. Das ist die eine Seite. Dort sehen wir wieder einen Print. Und das Highlight auf der Seite ist die Schippe. So. Wir haben ein sehr, sehr schön glattes Dach. Ja. Und das ist die Einheit, die man halt abmachen könnte, tauschen. Und wenn man hier den Deckel abnimmt, ja, sieht man auch, es ist eigentlich zum Abnehmen gedacht, weil es nicht voll ist, nur viel noch. Und unten drin sieht man, das hat Löcher. Und diese Löcher braucht man, um dort eine Antriebseinheit durchzuschicken. Also wurde das schon dementsprechend so angedacht. So. Die Lokomotive. Ein sehr schönes Modell, genau wie der Tender in einem Türkis, Blau, Grün gehalten. Restliche Elemente halt schwarz und grau, die Spitze in weiß. Mit einem Western-Look für meinen Geschmack, um halt die Kühe und Rinder von der Schiene zu treiben. Sollten sie rein zufällig auf den Schienen grasen. Bei der G-Star 59002, die im groben Ganzen ähnlich aussah, hatten wir im Führerstand eine gute Optik, sagen wir mal so. Und da hier enttäuscht die, weil das hat sie nämlich nicht. Diese 59001 überzeugt durch andere Qualitäten, aber das zeige ich euch erst an. So, einmal von der Seite. Die 12 ist ein Print. Die der synchrone Antrieb, ja, wenn ich an einem Rad drehe. Vorne. Ja. Und da ist nichts. Ja, also da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich ja vorher die neuen 1502 gebaut hat, die mich so ein bisschen an den Harry Potter Zug erinnert hatten. Da waren dann Flammen drin, Instrumente drin, die aus dem DB5 stammten, aber hier nichts. Obendrauf haben wir eine schöne Glocke. Ja. Wir haben da ein Loch. Ich weiß nicht, ob es bei manchen Modellen halt war, damit da halt der Rauch abziehen konnte oder nicht. Und na, ist der Raucher? Ja. Von unten sieht man halt hier schön die Zahnräder, damit das hier halt schön parallel läuft. Ja. So im groben Ganzen rundum schönes Modell. Der Bauspaß war gegeben, es war ein angenehmes Bauen. Die Klemmkraft der Teile war gut, sehr gut sogar. Die Oberflächen der Teile sind auch alle in Ordnung. Klar, es sind Mikrokratzer drauf, aber
Ansonsten sage ich mal, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Es waren halt 560 Teile für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich sag mal, ja, ist in Ordnung. So, mit dabei ist halt dieser Schienenstrang hier. Und jetzt messe ich das gute Stück mal im Gesamten aus. Das ist das Schöne, es geht auch ohne Schienen, wie eine Magnetkupplung. So. Wir haben von der Magnetkupplung hinten bis hier vorne zur Spitze 60 Zentimeter. Dieser besagte Hänger kommt auf gute 25,5. Der Tender vom Bumper zu Bumper kommt auf 10,5. Und, oh, da muss ich mal nach oben gehen. Da. Die Lok kommt so auf 22,5. Die maximale Höhe ist 11,5, 11 würde ich sagen. Und die maximale Breite sollte eigentlich schon fast vorgegeben sein, nehme ich mal an. Ist hier, ja, so 6,5. Denke mir so, dass das eisenbahntechnisch, ja gut, also hier diese Stellen 7 Zentimeter. Und jetzt messe ich hier noch das hier. 7 Zentimeter. Da guckt man gut mit aus. Wie gesagt, schönes Modell. Lok, Tender, wunderbar. Motorisieren möglich. Ja. Fährt auch hier wunderschön um die Kurve. Und dieser Hänger hier leider nicht. Der würde dann entgleisen. Aber sonst ein sehr, sehr schönes Modell, was ich eigentlich jedem Eisenbahnfan durchaus empfehlen würde, weil es macht auch optisch einen sehr, sehr schönen Eindruck. So, ist in Ordnung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr werdet gemerkt haben, es ist ein bisschen anders als bisher. Ich teste gerade eine andere Kameraposition und wir wollen mal gucken, wie die wird. Na gut, ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auf.